Bei Content Marketing und Storytelling geht es darum, den Kunden durch nicht nur informative, sondern auch unterhaltsame und interaktive Inhalte zum Kauf zu führen oder zumindest um positive Kundenreaktionen auszulösen. Jetzt muss man sagen, das Thema ist nicht wirklich neu. Bereits 1898 hat John Deere Content Marketing betrieben, indem sie in ihrem Kundenmagazin Farmer Tipps gegeben haben, die den Bauern porträtiert und haben Tipps gegeben, wie man bessere Ergebnisse an der Ernte erzielen kann. Aber Content Marketing ist momentan aller Munde und Storytelling und aus gutem Grund, weil es ist wichtiger denn je zuvor. Zum einen möchten Kunden inspiriert werden. Kunden möchten nicht nur einfach nur noch Informationen aufnehmen, sie möchten tatsächlich teilhaben, inspiriert sein. Sie möchten gleichzeitig, sie sind gleichzeitig auch bereits hervorragend informiert. Man könnte auch dazu sagen, the deer has the gun now. Also mit anderen Worten, der Kunde weiß schon recht viel über das Produkt und über die einzelnen Dienstleistungen Bescheid. Und der dritte Grund ist Information Overload. Das heißt, Kunden sind mit Informationen komplett überladen und es geht darum, sie mit unterhaltsamen Inhalten entsprechend zu inspirieren. Wie macht man das? Wenn man Content Marketing und Storytelling richtig machen möchte, muss man eigentlich 4 Aspekte berücksichtigen. Und man spricht davon auch von den 4 Truths des Content Marketing und Storytelling. Zum einen Truth to the Mission. Das ist related oder in Bezug zum Purpose Marketing. Ich benötige ein Thema, das gesellschaftlich relevant ist, das für jeden interessant ist. Jetzt kann man natürlich hier über Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter diskutieren. Aber wichtig ist es vor allem, dass man auch glaubhaft ist zu diesem Thema. Und hier ist Truth of the Teller extrem wichtig. Das heißt, ich als Unternehmen muss dieses Thema auch glaubhaft besetzen können. Ein Beispiel, wenn jetzt Miele zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt das Thema besetzen, dass immer mehr Leute, sage ich mal, in Einzelhaushalten sind, dass Leute sich trotz der ganzen Connectivity immer einsamer fühlen, dann hat Miele natürlich die richtigen Produkte zu, weil man sammelt sich in der Küche, trifft sich dort, kocht zusammen und dieses Thema könnte man natürlich wirksam bespielen. Das nächste ist Truth to the Audience. Hier geht es darum, dass ich nicht nur von mir selber erzählen muss, nein, ganz im Gegenteil, ich muss den Kunden einbinden, ich muss den Kunden für mich erzählen lassen. Und zum Schluss, Truth to the Moment, man sollte nie die gleiche Geschichte zweimal erzählen. Die Kunden die streben nach Abwechslung, das heißt, man muss die Geschichten und den Content immer leicht entsprechend anpassen.